meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Ihr seht es ja, ich sitze oben und möchte euch heute auch wieder eine meiner Pfeifen vorstellen. Konkret geht es diesmal um dieses schmucke Pfeifchen hier. Ihr habt es richtig gesehen, hier ist das schmucke Stück nochmal. Es ist aus dem Hause Peterson, eine alte 309 von der PPP Standard System Reihe. Ist halt auch einer der typischen Sherlock Holmes Hänger, gehört aber nicht der Sherlock Holmes Serie an. Und es ist eine von zwei Diven, die ich habe. Ich habe die hier, ich habe noch eine zweite, die stelle ich euch dann irgendwann noch vor. Beide haben sie eine unangenehme Eigenschaft, das ist das Mundstück. Es spiegelt sich, es ist poliert, aber ich kann es putzen, ich kann es schrubben und polieren, wie ich will. Eins ist bei dem hier leider klar, weil hier muss schweres Geschütz ran. Hier braucht man wirklich Technik, Gerätschaften, um die Mundstücke von denen wieder auf Hochglanz zu bringen. Die Pfeife hat ja schon diverse Jährchen auf dem Buckel. Ich habe diese und auch die zweite, die ich euch irgendwann vorstellen werde, beide bei eBay geschossen. Beide ersteigert für sehr wenig Geld. Beide sahen sie einfach ganz schlimm aus. Der Kopfrand hier war bei der Pfeife völlig schwarz, völlig verraucht. Da war hier so richtig schöne schwarze Kruste drauf. Sah miserabel aus. Das Mundstück war gelb. Inzwischen ist es ja, wie man sehen kann, hier oben an dem dicken Teil hier oben von dem Steckermundstück ist es immer noch so bräunlich, ockerfarben. Das geht auch nicht weg. Also nicht mit bloßem Muskelschmalz. Hier muss ich dann wirklich irgendwann mit schwerem Gerät jetzt rangehen. Ich habe es zwar aus dem Gelben, habe ich jetzt hier ja fast ein Schwarz hinbekommen, aber so viele Stunden schrubben. Ich werde mir jetzt wirklich bei Gelegenheit einen Polierblock zulegen. Einen ordentlichen Polierscheiben habe ich bereits und werde ihm jetzt hier mit schwerer Gerätschaft mal auf den Pelz rücken. Hier Bohrung für 9 mm Filter. Wenn man sich das Ganze hier so anguckt, könnte man ja erstmal befürchten, es sei eine Pfeife für Ofi, ist aber tatsächlich mit Filter. Hier haben wir eine schöne Silberolive, die wiederum habe ich zum Glänzen gebracht, die war total matt. Mittlerweile kann man sich da irgendwie wieder spiegeln. Tja, wieso die war? Das größte Problem, wie gesagt, ist das Mundstück. Das war schon extremst vergilbt und besser als so bekommt man es mit purem Muskelschmalz nicht hin. Das ist das eine, was mich nervt. Schmecken tut sie zum Glück. Das zweite, die Pfeife hat einen sogenannten Lippenbiss. Dafür ist ja Peterson bekannt. Der Nachteil bei diesem Lippenbiss ist aber, wie man hier unschwer erkennen kann, das Zugloch ist extrem klein. Das macht einem das Rauchen jetzt nicht gerade leichter. Vorteil, die Pfeife selbst ist relativ leicht. Man kann sie recht bequem zwischen den Zähnen fixieren, kann sie dann hier im Mundwinkel halten. Wunderbar. Was ja bekanntermaßen sowieso nicht mein Ding ist. Ich halte es ja lieber in der Hand. Die Pfeife ist relativ zierlich, relativ klein. Deswegen, ich kann die hier mit einem einzigen, mit dem Zeigefinger hier neben halten, mit dem Mittelfinger unten drunter stützen, fertig. Das Füllvolumen der Pfeife
ist ein knapp mittleres. Also mehr ist nicht drin. Knapp mittleres Füllvolumen, Rauchvergnügen um 3/4 Stunde. Wenn man mal einen Flake drin hat, kommt man auf so eine knappe Stunde. Mehr ist es aber nicht. Also über eine Stunde bin ich hier noch nicht mitgekommen. Das Problem hierbei ist halt auch, bedingt eben durch dieses Mini-Zugloch hier, raucht sie sich halt auch nicht sonderlich einfach. Deswegen, ich sage ja Diva. Hier muss man ungeheuerlich aufpassen. Zieht man zu fest am Mundstück, wird es ja trotz allem zu heiß. Denn auch wenn man nicht so viel durchbekommt, das, was man hier durchbekommt, heizt hier unten halt an, wenn man zu kräftig dran zieht. Man muss also wirklich mit Bedacht rauchen. Und von daher, ich sage ja Diva. Eine schmucke Diva, weil, wie man hier sieht, die Maserung, der Kopf war übrigens komplett matt. Den habe ich ja auch aufpoliert. Wie gesagt, aber alles mit reinem Muskelschmalz. Und das ist halt auf Dauer ein bisschen anstrengend. Aber wie gesagt, die Maserung ist soweit eigentlich recht ansprechend. Von daher diese Peterson 300 System Standard PPP oder PPP System Standard ist schon seit Jahren in meinem Besitz. Ich schrubbe mir hier die Finger wund. Aber wenn man sie mal raucht, ist sie halt trotz allem eine Schönheit. Sie ist ja nicht sonderlich groß, sie ist halt einfach mal was Eleganteres. Ich habe ja sonst Pfeifen normalerweise mit einem mittleren bis gut mittleren Füllvolumen und auch zumeist relativ viel Holz vorne am Kopf. Hier ist es alles zierlicher gehalten. Ihr seht ja auch hier am Kopfrand. Hier, die Wandstärke ist jetzt nicht sonderlich groß. Das heißt, die Pfeife, sie wird schon warm. Und wenn man halt etwas fester raucht oder etwas fester zieht, damit man besser rauchen kann, dann wird sie auch schnell heiß. Also deswegen, es ist eine Diva, die macht gewisse Zicken. Nichtsdestotrotz aber, es ist eine meiner Petersens, rauche ich sie halt natürlich. Und ja, im Grunde genommen war es das ja von meiner Vorstellung. Peterson PPP System Standard 309, Ebonit, Steckermundstück, Army Mount aus Silber, Lippenbiss, extrem kleines Zugloch, knapp mittleres Füllvolumen mit einer relativ dünnen Wandung, deswegen Diva. Und ich möchte jetzt natürlich schon gerne wissen, wer von euch hat vielleicht auch eine Peterson 309? Zicken sie bei euch ebenfalls so rum wie bei mir? Oder habe ich einfach nur 2 Montagspfeifen erwischt? Die zweite, wie gesagt, stecke ich euch irgendwann mal vor. Sorgenkind, ich bin gespannt, sobald ich mein Arbeitswerkzeug dann hier habe, Polierblock und alles, weil alles andere zum Bearbeiten habe ich, nur keinen Polierblock, keine Polierscheiben. Wenn man die ganze Zeit sitzt und muss hier entweder mit einem Shiner oder mit einem rauen Tuch die ganze Zeit polieren, immer wieder was aufträufeln, immer wieder mal Polierpaste drauf, Schleifpaste drauf und ruppen. Da ist man 2-3 Stunden beschäftigt, damit es wieder so einigermaßen glänzt. Wie gesagt, glänzen, spiegeln tut's ja. Und Stupperprobe, neutral. Da ist nichts mit Schwefelgeruch, aber es wird einfach nicht mehr schwarz. Jedenfalls nicht mit Muskelschmalz. Und Muskeln, könnt ihr mir glauben, habe ich einige, aber es nutzt nichts. Irgendwann ist man an seinem Ende angekommen, irgendwann muss halt eben die Polierscheibe her und hier ist es definitiv angesagt. Von daher bin ich halt gespannt, wer hat von euch auch eine 309? Wie sind eure Erfahrungen? Habt ihr auch solche Diven? Ich meine, die hier ist definitiv ein paar Jährchen älter. Ich weiß nicht, wie das bei den neueren Modellen ist. Vielleicht ist das Mundstück ja dann auch aus Acryl. Da ist man die Probleme sowieso los. Aber die hier, wie gesagt, auf eBay damals für wenig Geld geholt, aufbereitet, soweit es ging. Ihr seht ja immer so ein leichter schwarzer Rest ist noch dran, den kriegt man nicht mehr runter, da ist wohl das Holz angegriffen. Ansonsten habe ich sie soweit ja gut aufbereiten können. Ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Lasst uns einfach uns ein bisschen austauschen. Ich bin auf eure Rückmeldungen gespannt und danke euch in gewohnter Weise für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen und natürlich mit euren Tabaken. Bleibt meinem Kanal gewogen. Ihr könnt auch liebend gern, andere sagen es mittlerweile ja auch, liken, teilen, wie auch immer. Ich freue mich natürlich darüber. Abonniert habt ihr vermutlich ohnehin schon, sonst würdet ihr das Video ja nicht sehen. Ansonsten könnt ihr mich gern abonnieren, würde ich mich natürlich auch freuen. Ja, wünsche euch weiterhin eine schöne Zeit. Bleibt mir gesund.
Happy Puffing und bis zum nächsten Mal dann. Macht's gut. Ciao. In this town, who saw